viele Radlfahrer, die nehmen einfach keine Rücksicht mehr auf den Fußgänger halt. Ein Radfahrer ist ja lautlos und das ist oftmals das Problem. Ob man zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist. Je höher man raufkommt, ja, umso netter ist die Begegnung. Die bayerischen Voralpen bei Rosenheim. Anfang Mai, wenn der letzte Schnee langsam verschwindet, zeigt sich die Bergregion in ihrer wahren Pracht. Mit der warmen Jahreszeit kommen auch die Mountainbiker in die Berge. Peter Brotschelm ist leidenschaftlicher Biker der ersten Stunde. Vor 18 Jahren hat er sein Hobby zum Beruf gemacht. Er veranstaltet Touren und gibt Kurse. Wenn es so nass ist wie hier, dann muss man enorm schauen, dass die Traktion da ist. Die haben wir nicht, wenn das Rad blockiert. Und losfahren, so wie wir es gestern besprochen haben. Nicht wie so eine alte Oma da erst so und dann nach 5 Meter ein aufs Pedal, sondern im Stehen schon schauen wir, wo das Pedal ist. Position und dann geht's los. Heute unterrichtet ihr eine Gruppe ambitionierter Anfänger in einem Fahrtechniktraining. Nur wer sein Rad richtig beherrscht, schafft auch die anspruchsvollen Trails. Volle Action! Hier. Wo ist die Konzentration? Für den ehemaligen Bundesliga-Rennradler ein Traumjob. Es war immer schon meine Passion, Fahrradfahren im Allgemeinen. Und ich hatte das Glück, dass ich, wie ich 12 Jahre alt war, schon einen Vorläufer von einem Mountainbike bekam. Und das hat mich eigentlich damals schon fasziniert. Spaß macht das Biken vor allem auf technisch schwierigen Strecken, auf schmalen Wanderwegen und nicht nur auf solchen breiten Forststraßen. Doch dort droht Konfliktpotenzial. Jetzt geht es auf dem Wanderweg runter, der ist zwar sehr breit, aber trotzdem wie immer Rücksicht, falls Wanderer uns entgegenkommen, bleiben wir stehen oder fahren wir langsam. Sattel ab so unten, Rucksack ist zu, auf geht's. Ah, da haben wir Wanderer. Genau solche Situationen sind es, die oft zu Problemen führen können, wenn Wanderer und Mountainbiker auf engen Pfaden aufeinandertreffen. Hier ist Rücksicht gefragt. Peter bezeichnet sich selbst als verantwortungsvollen Fahrer. Trotzdem kommt es immer mal wieder zu Konflikten. Es gibt einfach überall, ja, salopp gesagt, Idioten. Genauso gibt es sie bei den Radfahrern, aber auch bei den Wanderern. Und da entsteht oftmals vielleicht so ein Besitzstandsdenken. Das ist mein Weg oder mein Berg oder mein Wald. Und da hat kein anderer was verloren. Und ja, dann ist natürlich keine Toleranz für den anderen da und der Respekt geht verloren. Und dann ist die Eskalation oft nicht weit. Neuer Stein des Anstoßes, das E-Bike. Sowohl für Wanderer als auch für Radler. Nicht nur, dass jetzt noch mehr Menschen in den Bergen unterwegs sind. Ungeübte Personen können so schnell in Regionen vorstoßen, in denen sie an ihre Grenzen kommen. Wir erleben das auch, dass oftmals irgendwo, teilweise im Hochgebirge, Leute mit dem E-Bike hochfahren und dann komplett überfordert sind. Aber das ist Lehrgeld, das die Einzelnen dann zu zahlen haben, indem sie ihr Rad meistens wieder runterschieben oder im allerschlimmsten Fall eben sogar einen Sturz haben und verletzt sind. Peter unterscheidet nicht zwischen E-Bike, Downhill oder Cross-Country. Für ihn gehören alle zur selben Familie. Alle mit dem gleichen Ziel, das auch für Wanderer gilt: die Natur genießen und sich sportlich betätigen auf dem Weg zum Gipfel. Schon der Weg dorthin, wo man sowieso schon mehr oder weniger vieles fallen lässt und vergisst. Und man ist dann schlussendlich mehr und mehr fokussiert auf den Gipfel. Und wenn man den erreicht, dann hat man einfach ein tolles Gipfelglück. Doch die Mountainbike-Fahrer waren früher nicht auf allen Hütten gern gesehene Gäste.
Mancherorts ging es sogar so weit, dass Wirte oder Almbauern Fallen ausgelegt haben oder mit ihren Heugabeln auf die Biker losgegangen sind. Zu Beginn des Mountainbike-Zeitalters war das natürlich schon was Besonderes, wenn man auf einmal in Gegenden mit dem Fahrrad unterwegs war, wo vorher einfach nur Fußvolk möglich war. Und da war der eine oder andere vielleicht eben eher negativ eingestellt, aber es haben auch sehr viele Hütten davon profitiert, die in der Vergangenheit zu Fuß sehr schwer erreichbar waren. Aufgrund wirtschaftlicher Interessen sind mittlerweile nahezu alle Wirte positiv gestimmt. Denn Mountainbikes kosten viel Geld und ihre Fahrer sind gern gesehene Konsumenten. Bei den Wanderern ist der Groll auf die Radler jedoch nicht verflogen. Immer wieder treffen sie auf schwarze Schafe. Schöne Naturlandschaft, Felsen, wunderbar zum Gehen. Und da fahren sie jetzt auch mit dem Radl runter. Also ich denke mal, man sollte doch jeder Rücksicht auf den anderen nehmen. Und viele Radlfahrer, die nehmen einfach keine Rücksicht mehr auf den Fußgänger halt. Ein Radfahrer ist ja lautlos. Und das ist oftmals das Problem, dass du von hinten lautlos ankommst. Und ein Kind weiß ja nicht, was es macht. Springt es jetzt nach rechts oder nach links oder so? Jetzt höre ich nicht mehr so gut. Und plötzlich, kurz bevor er hinter mir ist, höre ich irgendwas kommen. Dann springe ich auf die Seiten, weil ich gemeint, der überfährt mich. Dann springe ich dem ins Radl rein. Was den Stammtisch vor allem stört, gerade wenn an Feiertagen viele Fußgänger unterwegs sind, bleiben auch die Biker nicht zu Hause. Überwiegend passt es mit den Radlfahrern. Wenn die Radlfahrer auf den Forstweg gehen, fällt ja überhaupt nichts. Die gehen am Rand und die fahren in der Mitte. Aber auf Wanderwegen, also auf Steigern, Bergsteigern, ist das ungut. Also wir sind auch Radlfahrer, aber irgendwo sollte man auf Wegen bleiben, die wirklich für einen Radlfahrer halt geeignet sind. Vor allem die sogenannten Downhiller, die oft abseits der Wege fahren, sind vielen ein Dorn im Auge. Die passen dann überhaupt nichts auf. Und wenn man das macht, dann muss man wirklich auf den Verkehrsschwächeren, auf den Wanderer Rücksicht nehmen. Und wenn das einer nicht macht, dann ist er für die Natur im Wald deplatziert. Im bayerischen Mangfallgebirge sieht die Situation für die Biker anders aus. Marco Müller ist hier Gebietsbetreuer. Gemeinsam mit dem Tourismusexperten Harald Gmeiner kontrolliert er heute, wie sich das Radeln in dem sensiblen Gebiet mit anderen Interessen verbinden lässt. Wir diskutieren halt später anhand von Wegen im Landschaftsgebiet Rotwand, ob ein Weg geeignet ist oder nicht für die Mountainbike-Nutzung, verträglich ist mit den Wanderern, mit dem Naturschutz. Jetzt sind wir ja heute im Landschaftsgebiet Rotwand und dort ist das Mountainbiken ja auf Wandersteigen laut Verordnung verboten. Dieses Verbot gibt es seit über 20 Jahren. Doch erst jetzt kontrollieren sie es aufgrund der starken Zunahme an Mountainbike-Fahrern. Laut Betretungsrecht dürfen zwar auch Radler die Wälder zum Zwecke der Erholung befahren, jedoch nur auf geeigneten Wegen, im Einvernehmen mit der Natur und mit den Eigentümern. Doch das ist in diesem Schutzgebiet nicht einfach. Das ist einer der Hotspots der Freizeit- und Erholungsnutzung. Wir haben im Winter Skitourengeher, Schneeschuhgeher en masse da. Und dann wechselt es jetzt im Moment gerade in Richtung Wanderer. Wenn man jetzt den Rotwand-Gipfelsteig ansieht, dann könnte man jetzt, wenn wir die Leute zählen, auch auf die Schnelle mal 25 an einem Dienstagmorgen zusammenkriegen oder Dienstagmittag. Also da ist richtig Druck da. Und deshalb brauchst du eben eine gewisse Kanalisierung, wenn man gleichzeitig auch die Wildtiere einen störungsfreien Raum ermöglichen möchte. Daher ist hier das Radeln nur auf den Forststraßen erlaubt. Trotzdem haben sich in der Vergangenheit immer wieder Wanderer über die Biker beschwert. Der Gebietsbetreuer und der Tourismusexperte wollen sich vor Ort ein genaues Bild von der Situation machen. Früher war es aggressiver, wie das Mountainbiken aufkam, kann mich noch gut erinnern. Aber jetzt ist es okay. Jetzt wird gegenseitige Rücksichtnahme gemacht. Ne? Nicht alle Wanderer sind so verständnisvoll und nicht alle Biker halten sich an das Verbot. Doch aus touristischem Interesse will man keine der beiden Gruppen vergraulen. Ja, also gerade
in so eine Wege, also in die Steige, wo also ein Wanderer und ein Radfahrer sehr schwer aneinander vorbeikommen. Das ist natürlich immer eine gewisse Konfliktsituation. Und vor allem, wenn man gegenseitig dann keine Rücksicht nimmt, dann gibt es halt dann hier und da mal Beschwerden. Es gibt natürlich ein paar Wilde, die einfach dann auch die Konfliktsituation suchen. Ihr Ziel ist es daher, die Radler auf geeignete Strecken zu lenken und nicht auf solche Wege. Obwohl das Fahrradfahren hier verboten ist, entdeckt der Gebietsbetreuer frische Spuren. Wir stehen mal an so einer Stelle, wo halt öfters gebremst wird, auch man sieht es hier. Und das Thema Erosion ist halt schon auch eins, das hören die Mountainbiker nicht gern. Es tragen viele Faktoren zur Erosion bei, das sind sicherlich auch die Wanderer, aber eben auch Mountainbiker, die unangepasst fahren, also mit blockierenden Rädern. Und wie man dann sieht, kann sich das dann relativ schnell auswachsen. Durch Aufklärung bei Kontrollen erhofft er sich größere Erfolge als durch stumpfe Verbote. Denn auch die Almbauern, denen eigentlich der Grund und Boden gehört, leiden unter der immer größer werdenden Zahl an Freizeitnutzern. Servus Klaus. So. Servus, grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Männer, grüß dich. So, bist beim Zaunbauen? jetzt wird hergerichtet für Auftrieb. Genau, wann? 14 Tage. 14 Tage ungefähr. Es jetzt geht. Wir schauen uns mal die Steige an und diskutieren ein bisschen über das Mountainbiken. Dann halt über ein paar so wilde, Downhill-Fahrer nennen wir es. Ist besser, weil es gibt andere Radlfahrer, die stören ja nicht, aber es sind halt immer wieder auch dabei, die machen alles kaputt. Die Raudis der Berge verscheuchen oft das Wild, aber noch mehr ärgert sich Klaus Schreier über vereinzelte Radfahrer, die seine Zäune zerstören. Die treten den Zaun nieder mit dem Fuß, dann haut Vieh ab. Weil dann ist ein Loch im Zaun und wenn du das nicht sofort siehst, und das siehst du oft nicht, weil die abends auch noch um 8 Uhr radeln und da schaust du dann oft nicht mehr nach dem Zaun und der tritt da ein Loch rein, also einen anderen Tag das Vieh weg. Um in Zukunft solche Konflikte zu vermeiden, wollen sie im Mangfallgebirge eigene Trails für Mountainbiker einrichten. Doch von dieser Lenkung sind nicht alle Biker begeistert. Jede Nutzergruppe möchte alles können, das ist ganz klar. Aber in der Gesellschaft muss es halt Kompromisse geben. Und es gibt auch ein paar Dinge, die einfach nicht gehen. Und das ist, wenn bedrohte und störungssensible Tierarten zum Beispiel betroffen sind oder wenn man Almeinrichtungen zerstört, Weidezäune. Das sind alles absolute No-Gos. Und wenn sowas dann ins Spiel kommt, dann geht das absolut nicht. In der Gemeinde Samerberg bei Rosenheim gibt es eines der wenigen Biker-Mekkas in den bayerischen Voralpen. Peter Brotschelm betreibt hier einen Bikepark, wo die Radler ganz ungestört ihrer Leidenschaft frönen können. Oh, Alex, die war total locker. Also wenn das so locker ist, dann kann das nicht scheitern. Ja, in der Kassette geht nichts. Also wegen mir kannst du das wieder reinbauen. Über den Winter war der Bikepark geschlossen. Jetzt beginnen die Vorbereitungen für die Saison. Alle Leihfahrräder werden gecheckt. Für die Technikinteressierten ist es eine unglaubliche Spielwiese, die sich im Mountainbikesport aufgetan hat. Man kann die Räder pimpen ohne Ende. Die einen machen es mehr aus optischen Gründen, bei anderen geht es wirklich um die absolute Performance. Mir ist es auch sehr, sehr wichtig, weil ich nutze es ja beruflich. Das Rad muss bei mir immer funktionieren und entsprechend habe ich eigentlich jedes Jahr ein neues Rad, ein neues Modell. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen etwas Bike verrückt. Dann fahrt ihr mit dem, oder? Ja. Ich fahre mit dem Land Rover hinterher.